Du bist neu bei Komoot oder dir gehen langsam die Ideen aus? Was nützt dir ein Navi ohne Route? Woher eine Route nehmen, wenn du dich in der Gegend nicht auskennst? Welche spannenden Regionen gibt es zu entdecken? Und wie macht man das überhaupt? Die Lösung bei Komoot liefert dir die Komoot-Suche. Ich werde dir so viele Tipps wie möglich geben, damit du Touren wie ein Profi machen kannst, ohne selbst welche planen zu müssen. Hallo, ich bin Thomas und in meinem Kanal Harzer Bergwald dreht sich sehr viel um Navigation und Tracking mit elektronischen Hilfsmitteln. Komoot ist ein Outdoor-Navi, doch was nützt das beste Navi, wenn der Nutzer nicht weiß, wo es hingehen soll? In diesem Video will ich dir viele Möglichkeiten zeigen, wie du am PC in Komoot bereits fertig geplante Touren finden kannst. Dazu bedienen wir uns der Hilfsmittel Collections, der Komoot-Suche, Google und anderen. Danach zeige ich dir, wie du anhand der angezeigten Daten jeder Tour sicher entscheiden kannst, welche Tour genau die richtige für dich ist. Als Neuling landest du auf der Komoot-Startseite. Hier werden dir anhand deiner Standortangaben Touren von Nutzern in deiner Nähe empfohlen. Das schauen wir uns aber später an. Jetzt soll es um die Collections gehen, die dir Tourenvorschläge liefern. Die Collections sind meist redaktionell selektiert und aufbereitete Sammlungen von Touren. Mit Komoot Premium haben auch Nutzer die Möglichkeit, eigene Collections zu erstellen. Welche Möglichkeiten Komoot Premium bietet, zeige ich dir in dem Video oben rechts. Zu den redaktionell gestalteten Collections kommst du über die Startseite und dann direkt unter dem Suchfenster auf Entdeck Touren. Und dann hast du hier die Möglichkeit, entweder nach Aktivitäten bzw. Sportarten zu suchen oder aber hier die Themen zu entdecken. Für dieses Tutorial wählen wir uns einfach mal die Mountainbike-Touren. Landen dann in einer großen Übersichtsliste lauter gesammelter Mountainbike-Touren. Das sind jetzt hier auch keine einzelnen Touren, sondern immer noch Listen mit Touren. Diese Listen kannst du weiter eingrenzen, indem du nach Regionen filterst. Regionen meinen hier dann jeweils ein Land. Du hast nur die Möglichkeit, ein Land auszuwählen bei der Suche. Du könntest noch weiter nach Kategorien filtern und hier auch eine Mehrfachauswahl treffen. Wir belassen das aber dabei, schließen das mal wieder und wählen uns dann mal die Mountainbike-Touren in Bayern aus. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich will dir nämlich dann mal zeigen, wie weit du die Suche runterbrechen kannst in jede einzelne Region. Jetzt habe ich hier eine Top-List gefunden mit den Top 20 Mountainbike-Touren in Bayern. Kann jetzt hier durch die Liste scrollen und du siehst hier deine Suchergebnisse. Mit denen wollen wir uns aber noch nicht näher beschäftigen, sondern das geht jetzt im Moment erstmal darum, wie wir Touren finden können. Rechts neben der Liste der Touren kannst du dann die Karte sehen. Hier hast du die Möglichkeit, einzelne Touren direkt über die Karte zu finden. Kannst hier über Zoom in ein bisschen reingehen. Wenn du hier ein Suchergebnis hast, wo eine Ziffer drin steht, dann kannst du da draufklicken und dann wird das Ganze aufgelöst in die Touren, die sich hinter der Ziffer verstecken. Und wenn du dann auf dieses Mountainbike-Symbol klickst, dann springt der Cursor bzw. die Ansicht hier in der Liste direkt auf diese Tour. Wir scrollen jetzt nochmal hoch und hier siehst du rechts neben der Liste der Touren werden dir weitere Collections beispielsweise von untergliederten Regionen angezeigt. Klickst du hier auf eine, erscheint eine gleiche Liste wie zuvor. Hier haben wir diesmal die Top 20 Mountainbike-Touren in Oberbayern. Am Rand können jetzt weitere untergeordnete Regionen, in dem Fall können es schon Orte sein, wo dir Collections vorgeschlagen werden. Immer ist dort der Suchvorgang der gleiche. Lass uns später auf die Details der einzelnen Touren eingehen, was dir dann helfen wird, die passende für dich auszusuchen. Im Moment geht es einmal nur um die Suche. Schnell zwischendurch ein Hinweis in eigener Sache. Du kannst meinen Kanal abonnieren und wenn du die Glocke rechts unter dem Video aktivierst, wirst du sofort über jedes neue Video von mir informiert. Du hast bisher in einer Aktivität und Regionen gesucht. Jetzt suchen wir dir Touren, die nach Themen geordnet sind.
Eine erste Auswahl steht dir bereits im ersten Screen zur Verfügung. Ist noch nichts Interessantes dabei? Klicke auf alle Themen, ansehen. Lass uns mal in das Thema Fahrradtouren für lange Wochenenden reinschauen. Jetzt hast du Touren passend zum Thema gelistet. Willst du mehr über eine Tour erfahren? Dann öffne sie. Du bist jetzt in einer echten Collection. Für Komoot Premium Besitzer habe ich in dem Video oben rechts beschrieben, wie man genau solche Collections selbst erstellen kann. Die Beschreibung und das Vorschaubild liefern dir bereits einen Vorgeschmack, was dich hier erwartet. In der Karte siehst du den Verlauf der Tour. Wenn es jetzt aneinandergereihte Etappen wären, hättest du hier einen sauberen Etappenverlauf. Hier in dem Fall haben wir mehrere kleine einzelne Etappen. Auf die Details von den Touren wollen wir denn später noch eingehen. Das soll jetzt hier erstmal noch nicht das Thema sein. Gefällt dir die Collection und du möchtest sie fahren oder später nochmal nachschauen? Dann gehe auf Merken und füge sie so zu deinem Profil in gemerkte Collections hinzu. Übrigens kannst du auch einzelne Touren aus einer Kollektion wählen. Klicke dann hier einfach auf Speichern. Das brauche ich ja gerade ein bisschen. So, und dann kannst du hier einen eigenen Namen vergeben oder auch du behältst den Namen. Du kannst noch schnell Freunde einladen, wenn du keinen Bock hast, das Ganze allein zu fahren. Klickst auf Fertig und diese Tour ist dann in deine Tourenliste übernommen. Wenn du noch einmal zurückgehst zum Thema, dann findest du unter den Suchergebnissen noch viele nützliche Tipps. Zum Beispiel zu Unterkünften und am besten sogar hier noch eine Checkliste, sodass du, wenn du losfährst, nichts mehr vergessen kannst. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Du kannst über die Startseite von Komoot unter der Suche auf den Link Entdeck Touren und Themen gehen und hast dort die Möglichkeit, Touren über Aktivitäten, Regionen und Themen zu finden. Vermutlich hast du dich schon die ganze Zeit gefragt, was dieses Suchmenü bedeutet. Es läuft dir in verschiedenen Untermenüs immer mal wieder über den Weg. Also lass uns die Suchmaschine von Komoot mal genauer unter die Lupe nehmen. Der kürzeste Weg zur Suche führt über die Startseite oder hier den Entdecken-Link. Der Suchbalken setzt sich aus verschiedenen Steuerelementen zusammen. Das sind von links hier die verschiedenen Aktivitäten: Wandern, Fahrrad, Mountainbike, Rennrad und Laufen. Dann hast du hier ein Suchfeld, in dem du einen Begriff eintragen kannst. Du hast hier einen Orten-Button, wo du quasi deinen Standort feststellen lassen kannst. Und hier hast du dann den Suchbutton, um deinen Sucheintrag abzuschicken. Willst du den Ort oder die Region der Suche eingrenzen, so gebe dort deinen Suchwunsch ein. Das kann ein Land, ein Bundesland, eine Region, eine Stadt oder eine beliebige Location sein. Auch Sehenswürdigkeiten eignen sich zur Suche. Für deine Eingabe werden dir verschiedene Auswahlmöglichkeiten geboten, aus denen du eine wählst. Je nach Region kann die Suche einen Moment dauern, wenn es sehr viele Suchergebnisse gibt. Nach dem Absenden deiner Suchanfrage landest du auf einer neuen Seite. Ganz oben siehst du nach wie vor den Suchbalken. Von links kannst du die Aktivität bzw. Sportart ändern. Du kannst auch nochmal den Ort verändern. Ganz rechts daneben kannst du die Umkreissuche einschränken. Hier hast du die Möglichkeit, zwischen 5 bis 500 Kilometer Umkreis über dieses Pull-Down-Menü einzustellen. Daneben besteht die Möglichkeit, in die Kartenansicht überzugehen. Das ist allerdings ein Schritt, den empfehle ich nur fortgeschrittenen Komoot-Nutzern. Für Anfänger empfehle ich, in der Listenansicht zu bleiben. Du kannst jetzt hier durch die Liste scrollen und kannst nach deiner Wunschtour suchen. Allerdings ist unser Suchergebnis noch ein bisschen sehr grob. Du siehst dann hier oben direkt über der ersten Tour die Anzahl der gefundenen Touren, die auf deine Suchanfrage zutreffen. Deswegen möchten wir die jetzt noch ein bisschen eingrenzen. Zuerst werden wir das vornehmen über die Umkreissuche. Hier gehen wir dann mal runter auf 5 Kilometer. Du siehst, nach jeder Veränderung wird neu gesucht
Und wir haben das Ergebnis jetzt schon deutlich eingegrenzt, sind nur noch bei 65 Touren, die hier gefunden wurden. Dann wollen wir natürlich öffentliche Verkehrsmittel in Anspruch nehmen. Das kannst du hier ein- oder ausschalten. Jetzt sucht Komoot nach Touren, wo der Startpunkt über öffentliche Verkehrsmittel erreichbar ist. Wir sehen, wieder ist eine Eingrenzung geschehen. Dann können wir hier im nächsten Schritt die Tourdauer verändern. Ich setze das mal auf 1,5 Stunden, die Mindestdauer, und die Maximaldauer, die möchte ich irgendwo bei 3 Stunden haben. So, man muss immer kurz abwarten, bis die Suche durch ist. Du siehst wieder, wurde die Tourenanzahl eingegrenzt. Hier ein kurzer Hinweis: Je weiter die Minimal- und die Maximaldauer voneinander entfernt sind, umso größer ist natürlich dein Suchergebnis. Und je weiter diese Slider sich denn irgendwo am Rand befinden und näher aneinander sind, umso geringer wird dein Suchergebnis sein, weil dann sind das schon recht spezielle Touren, die dann sehr kurz sind, oder aber Touren, die sehr lang sind. Als nächstes hast du die Möglichkeit, hier den Schwierigkeitsgrad einzustellen. Grundsätzlich sind alle 3 Schwierigkeitsgrade aktiv. Du kannst einen Schwierigkeitsgrad oder auch mehrere ausschalten. Hier in dem Fall jetzt wählt uns Komoot nur noch leichte Touren aus. Da haben wir dann nur noch 7. Wir wollen aber gern eine mittelschwere haben. Das heißt, wir aktivieren jetzt mittelschwer und deaktivieren leicht und schwer und sind jetzt bei einem Suchergebnis von 12 Touren. Was die Schwierigkeitsgrade im Einzelnen bedeuten, findest du auf dieser Seite. Hier kannst du für jede Aktivität die Definition für die 3 Schwierigkeitsgrade finden. Den Link packe ich dir unter mein Video in die Beschreibung, wo du auch viele weitere nützliche Informationen über Komoot und meine Angebote findest. Mit den Details des Suchergebnisses wollen wir uns später beschäftigen. Noch ein Hinweis zu Hilfen für Komoot und Google Maps und My Maps. Ich habe eine Facebook-Gruppe erstellt, in der wir gemeinsam Probleme und Beschreibungen erarbeiten können. Die Anleitungen und Problemlösungen habe ich in ein Lernsystem gepackt, wo sie sich einfach und schnell über Lektionen finden lassen. Komm doch einfach dazu und helfe mit, gemeinsam zu lernen und Probleme zu lösen. Den Link der Gruppe packe ich in die Beschreibung unter das Video und ich freue mich auf dich. Fortgeschrittene Nutzer können auf die Kartenanzeige umschalten, um sich so ihre Tour visuell auszuwählen. Dazu reicht ein Klick auf die Karte oder du benutzt den Slider. Wieder findest du oben die Aktivitäten, das Suchfeld, die Umkreissuche und hier den Umschalter für die Kartenansicht. Da die Karte ein bisschen mehr Platz braucht, hast du jetzt auf der linken Seite noch einmal zur Eingrenzung der Suche die weiteren Suchparameter und die Liste hat sich jetzt ein bisschen verkleinert, an den Rand geschoben. Hier hast du auch nicht mehr die Möglichkeit, über einen Link direkt auf die Tour zu kommen. Das funktioniert hier bei der Kartensuche oder Kartenansicht ein bisschen anders. Karte verfügt über eine Vielzahl von Steuerelementen. Beginnen wir doch mal oben rechts. Das Fadenkreuz zentriert die Ansicht auf den gesuchten Bereich, der in der Mitte mit einem roten Pin markiert ist. Zu dessen weiterer Funktion kommen wir später noch. Darunter befinden sich Zoom-In und Zoom-Out-Button. Du kannst das Ganze auch mit deiner Maus, beziehungsweise mit dem Mausrädchen machen. Hier kann es allerdings sein, dass du den Seitensprung, wenn du den zu groß eingestellt hast, dass hier plötzlich ganz stark rauszoomst. In dem Fall empfehle ich dir, nutz doch dann doch lieber hier den Plus- und Minus-Button, um rein und raus zu zoomen. Darunter befinden sich dann weitere Anzeigeeinstellungen, die aber hier jetzt für uns, für unsere Suche nicht relevant sind. Kommen wir doch aber mal zum prägnantesten Unterschied der Suche per Liste oder per Map. Das ist der rote Pin. Der markiert, wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Zentrum deiner Sucheingabe. Jetzt kann es ja passieren, du hast einen Ort, den versuchst du oben über die Suche einzugeben und die Komoot-Suche kennt diesen Ort nicht. Dann würde in dem Fall dir noch zur Möglichkeit stehen, dass du einfach einen nächstgelegenen Ort auswählst. Du kannst aber auch diesen Pin einfach nehmen und greifen mit der Maus. Du hältst die linke Maustaste gedrückt und setzt den Pin an den Ort, wo du suchen möchtest. Du siehst, die Anzeige springt hin und zeigt mir jetzt Suchergebnisse, die sich hier im Umkreis von 5 Kilometern in der Nähe dieses Pins befinden.
Wenn du dann Suchergebnisse aufrufen willst, dann kannst du das nicht so machen, wie wir das vorher schon hatten. Da konntest du ja direkt auf den Link klicken. Hier in dem Fall machst du das über das Symbol auf der Karte. Wenn dort eine Ziffer steht, klickst du auch wieder wie gewohnt drauf, dann wird das Ganze aufgelöst und du suchst dir die Tour deiner Wahl und bekommst dann direkt auf dieser Karte eine Vorschau dieser Tour. Aber auch hier geht es wieder um die Details einer Tour, um die wir uns später noch kümmern möchten. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Du findest die Tourensuche auf der Komoot-Startseite. Über einen Suchbegriff und vielfältige Parameter kannst du dein Suchergebnis weiter eingrenzen. Es gibt die Möglichkeit der Listensuche, was die Standardeinstellung der Suche ist, und die der Kartensuche, die ich nur Fortgeschrittenen empfehle. Touren kannst du auch über Highlights finden. Zu den Highlights führen viele Wege, von denen ich dir hier einige leichte zeigen möchte. Klicke dazu wieder auf der Startseite den Link Entdeck Touren und Themen. Wähle dann eine Aktivität, scrolle weiter runter und hier hast du eine Liste von Arten verschiedener Orte. Du kannst dann hier dir eine Art von Orten auswählen. Ich habe jetzt mal in meinem Fall Pässe gemacht und dann kannst du hier verschiedene Highlights dir anzeigen lassen, die dann zu dieser Art Highlights passen. So, ich klicke jetzt mal hier auf das Fischerjoch. Dann kommst du in die Übersicht des Highlights. Was dort an Informationen ist, interessiert uns im Moment nicht. Du scrollst einfach mal ganz nach unten. Unter dieser Karte findest du hier eine Liste mit möglichen Touren, die dich interessieren könnten. Der nächste Weg zu Highlights ist der Routenplaner. Öffne ihn über das Menü und führe deine Karte über die gewünschte Region, in deine gewünschte Region. Alternativ kannst du für Vorschläge in der Nähe deines Standorts oder an einem gesuchten Ort das Suchfeld nutzen. Ich mache das mal hier. Ich suche mir mal einfach das Brandenburger Tor. So, bekomme das hier auch gleich vorgeschlagen. Habe dann jetzt automatisch das Highlight markiert und kann jetzt mit dem Zentrieren-Button meine Ansicht dorthin zentrieren. Wähle dann dieses Highlight wieder ab. Das kann ich entweder hier über den X-Button oder hier über den X-Button machen und habe dann erstmal eine Vielzahl von Highlights vorgeschlagen. Meistens erhöht sich die Zahl noch stark, wenn ich tiefer reinzoome, weil die in der weiten Zoomstufe nicht angezeigt werden. So, ich habe mir das Ganze jetzt hier mal listen lassen und sehe aber, die Zahl ist viel zu groß, denn ich suche jetzt hier nur Themen, die ich zu Fuß erreichen kann, beziehungsweise Highlights. Wähle dann die Sportart Wandern aus und siehe da, jetzt werden hier nur noch Symbole angezeigt, beziehungsweise die roten hier die Highlights mit dem Symbol für Wandern. Alle anderen Sportarten sind immer noch zu erkennen, die sind hier aber bloß noch als kleine rote Punkte dargestellt. Und dann wähle ich mir einfach mal ein Highlight aus, gehe dann hier auf Mehr Details, lande wieder in dem Highlight, wie du das vorhin schon gesehen hast, als wir uns das über einen anderen Weg gesucht haben. Scrolle hier wieder runter. Natürlich habe ich hier, ist es nicht mitten in den höchsten Bergen, sondern irgendwo in der Stadt, habe ich sehr, sehr viele Touren vorgeschlagen, wo ich mir jetzt hier meine Tour auswählen könnte. Auf die Details wollen wir noch später erst eingehen. Hast du schon selbst Highlights empfohlen oder welche mit gemerkt markiert? So kannst du diese in deinem Profil unter Highlights finden. Das siehst du hier. Du kannst dann ein Highlight auswählen, scrollst wieder hinunter unter die Karte und hast hier wieder eine ganze Liste an Vorschlägen für Touren. Wie gesagt, die Details interessieren uns dann später noch.
Auf diese Weise kannst du auch Profile anderer Nutzer nach Highlights durchsuchen und in diesen Highlights dann nach geeigneten Touren für dich suchen. Diese Nutzer können Freunde oder Follower oder auch Nutzer aus der Pioneers-Liste und Nutzer, die Empfehlungen für Highlights abgegeben haben, sein. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Über Highlights lassen sich unendlich viele Tourenvorschläge finden. Highlights kannst du über Touren und Themen auf der Startseite finden, im Routenplaner, in deinem Profil und in den Profilen anderer Nutzer. Auf den Profilen anderer Nutzer kannst du natürlich auch direkt nach Touren suchen. Wenn du neu auf Komoot bist, gelangst du auf fremde Profile am besten über die Pioneers. Später gibt es den Menüpunkt oben direkt im Hauptmenü. Als Neuling gehe ganz rechts hier auf diese 3 Punkte und dann auf den Pioneers-Button. Scrolle hinunter. Komoot stellt ja hier schon einige ausgewählte Pioneers vor. Du gehst dann hier über den Lernen alle Pioneers kennen Button in eine nächste Übersicht. Hier siehst du alle Pioneers aus Komoot aufgelistet. Übrigens, was es mit den Pioneers auf sich hat und wie du selbst zum Pioneer werden kannst, erzähle ich dir im Video oben rechts. Schauen wir doch mal, ob wir bei den Pioneers fündig werden. Grenze dazu hier das Land weiter ein. Wir wollen mal gucken, dass wir uns nur Pioneers aus Deutschland anzeigen lassen und grenzen dann noch die Sportart ein. Wir wollen mal gucken, ob wir hier für Fahrradfahren uns die Pioneers anzeigen lassen. Du siehst hier, die Anzeige hat sich jetzt verändert. Es werden nur noch die Pioneers aus Deutschland, die in ihrer Region Pioneer sind, im Radfahren angezeigt. Durch Klick auf einen der Pioneers gelangst du direkt in das Profil. Du kannst jetzt hier in den letzten Aktivitäten bereits nach einer interessanten Tour für dich suchen. Alternativ klickst du links auf Touren. Wenn du hier einen Nutzer erwischt mit sehr vielen Touren, wie ich hier gerade, dann macht es natürlich wenig Sinn, durch fast 700 Touren zu scrollen und sich dort eine auszusuchen. Du hast dann hier eine weitere Möglichkeit, das Ganze zu filtern, nach Namen zu suchen, wenn du den Nutzer nicht kennst und auch nicht weißt, wie die Tour heißen soll, macht auch keinen Sinn. Wähle dann hier beispielsweise den Ort. Das Ganze kannst du wieder über eine Sucheingabe machen. Hier in dem Fall gucken wir mal, ob er was in Leipzig hat. Das passt sogar. Hier habe ich schon Suchergebnisse. Und du kannst auch wieder, wie du das vorhin schon gesehen hast, hier einfach den Pin nehmen, verschiebst den und lässt dir anzeigen, ob es dort eventuell Suchergebnisse gibt. Und du hast auch hier wieder ganz rechts neben der Sucheingabe die Möglichkeit, den Suchumkreis zu verändern zwischen 5 bis 500 Kilometern. Das heißt also, dieses Bild kennst du schon. Die nächste Möglichkeit wäre hier, das Ganze nach Datum einzugrenzen. Macht aus meiner Sicht in einem Fremdenprofil wenig Sinn, weil ich weiß ja nicht, wann der Nutzer hier irgendwann eine interessante Tour gemacht hat, die ich gern nachfahren würde. Aber was sehr viel Sinn macht, ist dann hier wieder die Auswahl der Sportart. Wir gucken mal, grenzen das Ganze hier ein auf Fahrrad. Ich habe auch noch die Möglichkeit, mehrere Sportarten auszuwählen, kann das hier dann wieder schließen. Wie du hier oben erkennen kannst, habe ich jetzt auch die Möglichkeit der Mehrfachauswahl. Das heißt, ich kann nach Ort und Sportart filtern oder aber, wenn ich davon eines deaktiviere, habe ich dann auch wieder die Möglichkeit, dass ich nur nach einem dieser 3 Suchparametern auch suche. Wenn du in den Touren von Pioneers aus deiner Gegend suchen willst, solltest du die Region für die Pioneers eingrenzen. Gehe dazu im Pioneers Club auf Regionen, das ist hier die Seite des Pioneers Clubs. Gehe dann auf Regionen. Jetzt wird die Karte geladen und auf deinen Standort zentriert. Hier siehst du jetzt eine Anzeige von Pioneers in allen möglichen Sportarten. Ich grenze das jetzt mal ein auf Wandern. Und hier werden mir jetzt die Pioneers
aus den verschiedenen Regionen angezeigt. Ich zoome jetzt mal weiter rein. Sieht für mich aber auch so aus, als ob ich im Moment gar nicht alle Regionen angezeigt bekomme. So, dann wähle ich mir hier einfach mal den Avatar dieses Pioneers aus. Dann wird die Region markiert, in der dieser Nutzer Pioneer ist. Und ich kann dann hier über diesen Link direkt auf das Profil dieses Pioneers gelangen und habe dann wieder die Möglichkeit, in den letzten Aktivitäten oder aber hier in den Touren gezielt nach meiner Tour suchen, die ich gern nachwandern möchte. Neben den Pioneers gibt es natürlich noch viele andere Nutzer. Laut Komoot sind das mittlerweile mehr als 9 Millionen. Einige davon könnten deine Follower sein, wenn du schon länger bei Komoot bist. Oder du hast dich mit ihnen verbunden. Diese Nutzer findest du in deinem Profil. Direkt unter deinem Profilnamen kannst du sehen, wer dir folgt und welche Abos du hast, das heißt, wem du folgst. Da kannst du mal draufklicken und suchst dir hier einfach jemanden raus und hast auch wieder die Möglichkeit, dort passende Touren für dich zu finden, entweder direkt über die Touren oder in den letzten Aktivitäten. Über neue Touren deiner Abos wirst du zum einen hier auf der Entdecken-Seite von Komoot informiert oder aber hier über die Glocke wirst du auch über alle Aktivitäten, die in Verbindung mit deinem Profil erfolgt sind, kannst du hier informiert werden. Und auch hier kannst du wieder den Nutzer gezielt aufrufen und dich in seinem Profil nach interessanten Touren für dich umschauen. Auch die Highlights kannst du natürlich nutzen, um nach Touren in den Profilen anderer Nutzer zu suchen. Schaue dazu in ein gewünschtes Highlight. Das kann entweder in deiner eigenen Highlight-Liste sein oder, so wie wir es vorhin gelernt haben, dass du direkt auf der Startseite von Komoot dich inspirieren lässt oder über den Routenplaner dir ein Highlight aufrufst. Ich mache das mal hier in meinem Profil direkt mit einem Highlight, das ich auch schon mal empfohlen habe. Habe dann hier Nutzer, die dieses Highlight empfehlen. Wenn die Liste größer ist, kann ich das Ganze hier erweitern und rufe mir dann hier direkt einen Namen auf und kann dann auch dort wieder in dem Profil nach der passenden Tour für mich suchen. Das Ganze geht auch weiter unten, wenn es denn, jetzt habe ich hier ausgerechnet eins erwischt, wo keine Empfehlungen geschrieben sind, wenn es denn aber auch Empfehlungen von Nutzern gibt, kannst du auch dort direkt über dieses Profil beziehungsweise über den Link in das Profil des Nutzers gelangen und dir dort wieder eine passende Tour suchen. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Interessante Touren kannst du in den Profilen der anderen Nutzer finden. Das können Pioneers sein, bei denen die Zahl der Touren sehr hoch sein dürfte. Weiterhin können das Follower sein oder Nutzer, denen du folgst. In Highlights hast du eine Möglichkeit, weitere Nutzerprofile zur Tourensuche zu finden. Willkommen in der Mutter aller Suchen. Diese Art der Suche bietet sich vor allem dann an, wenn du nach einer ganz bestimmten Tour suchst, deren Namen du kennst. Das können Themenwege oder Fernwege sein, wie im Wandern und Radwandern üblich sind. Hier kannst du die Suche über Google abkürzen. Ich zeige dir das mal. Du gibst dann einfach Komoot ein und ich suche jetzt hier gerade mal den Schluchtensteig, da war ich selbst schon drauf und bekomme direkt das oberste Suchergebnis. Habe hier gleich die Collection, die von Komoot erzeugt ist und kann dann hier wie gewohnt nach meiner Tour suchen. Über die Details, wie gesagt, wollen wir uns dann noch später unterhalten. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Die Google-Suche bietet sich vor allem zur gezielten Suche mit Namen einer Tour an. Einfach Komoot und den Namen der gesuchten Tour eingeben. Neben Komoot und der Suchmaschine Google können auch Social Medias und Internetseiten Quellen für deine gesuchten Touren sein. Bei Facebook gibt es Gruppen, wo Nutzer ihre Erlebnisse miteinander teilen. Vielleicht bist du ja mit Leuten auf Facebook oder Twitter verbunden, die dort fleißig ihre Touren öffentlich teilen. Verschiedene Internetseiten und Blogs
nutzen die Einbettung von Komoot-Touren, um ihre Auftritte zu gestalten. Als Beispiel kann ich dir meine Seite Harzer Bergwald empfehlen, auf der ich Touren beschreibe und die Komoot-Tour immer mit einbette. Wenn du wissen möchtest, wie du Touren aufbereitest und zum Beispiel in deine Internetseite oder deinen Blog einfügen kannst, dann ist das Video oben rechts genau das Richtige für dich. Fassen wir noch einmal das Gelernte dieser Suchmöglichkeit zusammen. Facebook-Gruppen, Facebook- und Twitter-Kontakte sowie Internetseiten und Blogs können bei der Tourensuche hilfreich sein. Jetzt kennst du nahezu alle Möglichkeiten der Tourensuche. Gibt's weitere? Dann lass mich das wissen und schreibe es in die Kommentare. Nun soll es darum gehen, für dich die passende Tour aus den Suchergebnissen auszuwählen. Über die verschiedenen Möglichkeiten hast du gelernt, Touren zu finden. Doch welche passt zu dir und entspricht deinen Fähigkeiten und Wünschen? Dazu liefert Komoot eine ganze Menge von Informationen in den Suchergebnissen. Schauen wir uns diese jetzt mal genauer an. Nimm dazu als erstes ein Suchergebnis aus der Tourensuche. Das Ziel ist Wandern bei Freiburg an der Unstrut, der Umkreis 5 Kilometer, eine Tourdauer von 1 Stunde 30 bis zu 3 Stunden und eine mittelschwere Tour, die über öffentliche Verkehrsmittel erreichbar sein soll. Das Ergebnis der Suche sind 8 Touren. Bereits der Tourname kann einen ersten Aufschluss über das geben, was dich auf der Tour erwartet. Darunter siehst du dann den Schwierigkeitsgrad. Da wir nur mittelschwer ausgewählt haben, kann es hier keine Unterschiede in den Touren geben. Als nächstes siehst du die Dauer der Tour, die Länge der Tour, die erwartete Durchschnittsgeschwindigkeit und ganz zum Schluss hast du hier aufgelistet die Höhenmeter, die du zu bewältigen hast. Willst du dich jetzt schon entscheiden, dann kannst du die Tour hier abspeichern, in deinen geplanten Touren oder direkt an dein Smartphone senden. Über den Link ansehen kommst du zu den weiteren Details dieser Tour. Hier hast du dann nochmal die Karte in der Übersicht und Bilder, über die du dir weitere Informationen zur Tour holen kannst. Schließe ich hier wieder. Hier oben hast du nochmal die Informationen, die du schon in der Vorschau gesehen hast. Und dann folgen die Highlights, die diese Tour mit einbezieht. Jeweils noch mit einer Angabe, mit dem Abstand zum Startpunkt am Bahnhof in Freiburg. Du kannst dann hier beispielsweise auf ein Highlight klicken, kannst dir da nochmal nähere Informationen dazu holen. Wir scrollen mal weiter runter, wir sehen eine ganze Menge von Highlights sind hier eingebunden. Hier hast du dann nochmal eine Übersicht der Karte mit der Lage der Highlights. Punkt A ist hier grün gekennzeichnet, ist dein Startpunkt und die weiteren Punkte in rot, das sind die Highlights, die du auch hier dann nochmal sehen kannst. So, scrollen wir weiter runter, hast du noch nähere Informationen zur Wegbeschaffenheit und zur Wegeart und ganz unten findest du hier das Höhenprofil dieser Tour mit der Lage der Highlights hier innerhalb dieses Höhenprofils. Ist das genau die Tour, nach der du gesucht hast? Dann hast du hier oben rechts die Steuermöglichkeiten, kannst du die Tour speichern und in deine geplanten Touren übernehmen. Du kannst sie hier teilen mit Freunden, du kannst sie hier herunterladen, die GPX-Datei für dein GPS-Gerät, du kannst sie dir ausdrucken. Die Wetterinformationen, die gehören dann eigentlich grundsätzlich mit zu Komoot Premium. Aber was noch wichtig ist, du hast auch die Möglichkeit, diese Tour nach deinen Wünschen anzupassen. Das wäre allerdings ein Thema für den Routenplaner und wie der funktioniert, das habe ich dir im Video oben rechts erklärt, beziehungsweise kannst du dieses Video besuchen, um dir das näher anzuschauen. Die Funktion Speichern und Anpassen findest du bei jeder Suche, wenn du in die Tourdetails gehst. Vereinfacht sind sie auch in jeder Vorschau einer Tour zu finden. Apropos finden, wenn du mehr über die Funktionen von Komoot wissen willst oder auch nach Hilfestellung nach Problemen suchst, ist die Playlist rechts oben genau das Richtige für dich. Die ganze Welt von Google Maps und My Maps erkläre ich dir in der Playlist unten rechts. Ich freue mich auf deine Fragen und Kritiken, genauso wie über deinen Daumen hoch für dieses Video. Ich bin Thomas, bis zum nächsten Mal.